Hallo und willkommen auf meinem Kanal Fine Vintage Beauty. Ich packe hier Mystery-Pakete aus, auf der Suche nach schönem Modeschmuck, den ich in meinem Online-Shop verkaufe. Heute habe ich zwei Mystery-Pakete mit Designerschmuck von zwei sehr beliebten Marken der 80er und 90er Jahre, Etienne Aigner und Ralph Lauren. Am Ende des Videos zeige ich euch zusätzlich noch besonderen Schmuck von Aigner und Lauren aus meinem Shop, also bleibt dran. Aha, hier haben wir schon mal das erste Teil von Etienne Aigner, eine Pillendose, ja, die scheint auch schon etwas älter zu sein. Also dieses schöne Logo ist entstanden aus dem A von Aigner. Und dieses Hufeisen, das ist wirklich weltberühmt. Etienne Aigner war Ungar und hat zuerst in Paris die Ledertaschen und Gürtel für Couture-Designermarken gemacht, für Dior und Hermès, und wanderte 1950 nach Amerika aus und gründete dort seine Firma in New York. Hier haben wir auch eine Halskette von Aigner. Hier haben wir wieder das tolle Hufeisen und eine richtig schöne, klobige Kette, wie wir das, oh, hier am Ende auch. Schön, das finde ich sehr gut, eine klobige Kette. Jetzt nehmen wir mal etwas aus dem Lauren-Paket. Ja, so eine schöne silberfarbene Halskette. Der Anhänger ist zweiteilig. Hier vorne ist das Lauren-Logo und hier auch nochmal Lauren bei Ralph Lauren. Also ich glaube, das ist schon etwas neuer. Das hier, das lässt sich meistens, nee, in diesem Fall nicht. Doch, es lässt sich bewegen. Dadurch kann man die Kette kürzen. Ja, schön. Finde ich auch sehr schön. Ah, hier. Das ist wirklich ein ganz, ganz typischer Schmuck. Also Ende der 80er, Anfang 90er Jahre musste man diese Kugelkette haben. In Metall, aufgezogen auf eine Gliederkette. Und das war früher, also die Leute, die nicht in den 80er Jahren gelebt haben, früher war das mit den Trends so, dass jeder haben musste. Und jeder hat das wirklich auch getragen. Also ich weiß gar nicht, weshalb es sich so stark verändert hat, aber damals war das so. Und das hatte man entweder als Armband oder als Halskette. Ja, und Ralph Lauren war natürlich besonders beliebt. Ja, was haben wir noch? Hier. Wieder eine Halskette von Aigner. Das sind Schmucksteine. Die Ringe sind so leicht gewellt. Und das Ende hier auch wieder das kleine Hufeisen. So. Und dann aber hier ein Schlüsselanhänger. Ja, der ist hat schon ordentlich gelitten. Aber Ralph Lauren und Aigner haben viel Leder verwandt für ihren Schmuck. Das hat schon jemand sehr geliebt. Wahrscheinlich ist das aus den 80er Jahren. Und dann hier wieder eine klobige Gliederkette. Hier von Ralph Lauren. Dieser Anhänger ist von beiden Seiten gelabelt. Die Kette ist lang genug, also wahrscheinlich hätte man das früher doppelt getragen. Und das muss dann natürlich sichtbar nach vorne hängen, über Pullover oder über das T-Shirt. Dann, aha, hier
schöne silberfarbene Schmuckelemente. Also das ist hier Tigerauge. Das könnte ein Quarzstein sein. Ganz matt silberfarben die Halskette. Sehr schön aus, sieht wirklich designermäßig aus. Schön ist auch, dass die Steine sind hier mit so einer goldenen Perlenrändchen umfasst. Sehr schön, finde ich die. Dann haben wir hier, das ist mit Sicherheit Ralph Lauren, ja. 2 gleiche Armreifen. Eine Art geflochtenem Muster, sehr stilvoll. Also das hätte mit Sicherheit sehr gut zu dem damals aktuellen Safari-Look gepasst. Dann haben wir hier ein sehr schöner Ohrring. Ich glaube, der ist recht neu. Den habe ich erst vor kurzem auf der Internetseite von Ralph Lauren gesehen. Stecker. Und sieht auch sehr gut aus. Also in einem sehr guten, verkaufbaren Zustand. Schön. Dann hier haben wir wieder eine Aigner Halskette. Auch wieder der Karabiner von beiden Seiten gemarkt und am Ende der Kette auch das kleine Hufeisen. Die wird auch nicht ganz so alt sein. Die Kettenglieder sind gedoppelt und gewellt. Ja, und doppelt tragen kann man sie nicht. Man könnte sie dann höchstens dreifach als Armband tragen. Und natürlich hat man das auch gerne in den 80er Jahren gemacht. Dann hier nochmal ein klobiges Armband von Aigner. Das ist genauso wie die Halskette, die wir zuerst hatten. Das Armband ist in Silber. Das finde ich auch sehr schön, so ein ganz mattes Silber. Typisch 80er, 90er. Und, hier haben wir eins von Ralph Lauren. Wirklich auch ein toller Vergleich. Das ist auch sehr schön klobig, auch ein toller Haken als Verschluss. Aber das Gold ist nicht mehr so richtig drauf, leider. Weil das Design finde ich wirklich ganz toll. Und auch so schön klobig, wie es euch gefällt. Also diese Armbänder sind zurzeit wieder sehr beliebt. Das hier ist auch Ralph Lauren, das weiß ich ganz genau, weil sehr ähnliche Ohrringe habe ich auch im Shop. Ja, hier sind sie gemarkt und das ist so eine geflochtene Kreole. Schöne klassische Ohrringe. Dann haben wir hier wieder eine Kreole, auch Ralph Lauren. Klein und schlicht. Und dann haben wir hier ein Armband, Ralph Lauren wieder, mit einem Toggle-Verschluss. Oder Knebelverschluss, so heißt er auf Deutsch. Mit einem Knebelverschluss. Und hier haben wir Ohrstecker mit einer Imitation in Horn. Braun, Ralph Lauren natürlich. Und dann noch ein Armreif. Auch wieder in Flechttechnik, Flechtoptik. Silberfarben. Also dieser goldene war so ein bisschen feiner und der silberne ist klobiger und auffälliger. Dann haben wir hier wieder Kreolen. Das ist jetzt so ein Bicolor-Look, also Silberfarben und Goldfarben
kombiniert. Auch ein sehr schöner Klassiker als Ohrstecker. Und das ist schön, das finde ich schön. Das ist toll. Ein Bettelarmband, ganz im Ralph Lauren Look. Hier mit Steigbügel, mit Hufeisen, dann mit der Ralph Lauren Marke. Sehr, sehr schön. Sieht auch sehr gut aus, in einem sehr guten Zustand. Schön. Und dann kommen wir jetzt zu den Ohrringen, die ich hier noch habe. Aha, hier. Das sind schwarze Steine mit Strass umrandet. Zum Einhängen und dieses dunklere Metall, also die sind auch neuer. Dann ist hier noch ein kleiner Charmanhänger als Kleeblatt, aber keine Marke drauf. Und diese hier, die finde ich schön. Die finde ich schön wegen dieser hellblauen Farbe, das sieht so schön vintage aus. Hellblau mit Strass umrandet und goldfarbene Fassung. Ralph Lauren. Unten nochmal Kreolen, die sind auch schon älter. Das Metall sieht hier nach Silber oder versilbert aus. Hier am Ende ist die Marke und das wird Kunststoff sein, aber es imitiert auch sowas wie Bein. Eine Beinimitation. Und dann ist hier noch leider ein einzelner Ralph Lauren Kreole. Tolle Form. Ja, dann wollte ich euch gerne zeigen diese Halskette hier von Aigner, die ich zurzeit im Shop verkaufe. Die ist in einem super Zustand. Also hier haben wir wieder diesen tollen Verschluss mit dem Aigner Hufeisen von beiden Seiten gemarkt. Dann am Ende der Verlängerungskette ist auch das Hufeisen. Und hier finde ich auch diese Kettenglieder toll. Diese Unterschiedlichkeit und diese mittleren hier sind auch so schön strukturiert. Macht das Ganze ein bisschen interessanter. Und was ich ganz, ganz toll finde, sind diese Ohrringe hier. Diese Ohrringe von Aigner. Da ist ein Pegasus drin und die Perle hat auch einen sehr, sehr schönen Glanz. Also ganz tolle Ohrringe, hier mit der Marke hinten drauf. Schöne, zeitlose Ohrringe. Dann habe ich diese Halskette von Ralph Lauren. Die hat so einen ganz tollen Goldton, der so ein bisschen altgoldfarben wirkt. Diese Kettenglieder sind gehämmert. Ein sehr schöner Look, wie ich finde. Also ja, das ist jetzt sehr dezent signiert, nur auf dem Verschluss. Aber auch wieder ein zeitloses Schmuckstück. Und diese Halskette ist toll. Die ist wirklich ganz, ganz toll, weil diese Enden hier, die sehen auch aus wie ein Steigbügel. Diese Kettenglieder sind hier wie genietet. Eine längere Halskette, hier wieder mit dem, habe ich schon wieder vergessen, wie es auf Deutsch heißt, Knebelverschluss. So. Und doppelt tragen kann man sie auch. Und sie ist auch in einem sehr, sehr guten Zustand. Also eine ganz tolle Halskette. Und hier, diese Armreifen finde ich auch toll von Ralph Lauren. Den macht man hier von vorne auf. Das kann man so wegklappen. Richtig toll.
wieder in diesem Reiter-Look und ordentlich Metall dran. Ganz tolle Armreif. Und diesen finde ich auch besonders schön. Grün zum einen, unsere Lieblingsfarbe Grün, dann auch hier mit der Trense und hier der Verschluss einfach draufdrücken und der schnappt auch so schön zu. Hier ist der Armreif gemarkt. Sehr, sehr schön. Liebe Schmuckfreunde, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über ein Like und eure Kommentare und besonders freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und nächstes Wochenende ist schon Weihnachten. Darum wünsche ich euch und euren Lieben ein besonders schönes Weihnachtsfest.